Hi, willkommen bei der Only Witch Queen. Lieber Schütze, deine Legung. Lieber Schütze, es geht hier um eine Transformation. Es geht um eine Veränderung, eine ganz gravierende und entscheidende Veränderung. Weil, lieber Schütze, du hier deinen Gefühlen vertraust. Sagen wir mal so, weil der König der Kelche, der sagt sich, ich höre hier auf meine Gefühle. Das Gefühl ist richtig. Aber ich darf dir sagen, dass es hier noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Auf deine Gefühle zu hören. Oder wie soll ich mich anders ausdrücken? Du willst es nicht wahrhaben. Du glaubst, du hast recht. Ja? Du bist ja ein Feuerelement. Du läufst hier vor deinen Gefühlen quasi weg. Du willst das nicht einsehen. Irgendetwas möchtest du ja nicht einsehen. Du beharrst da drauf. Und dein Gefühl sagt dir, ja, das stimmt. Geht es hier um andere Menschen, um deinen Partner? Du solltest hier nicht dran zweifeln, sondern auf dein Herz hören. Höre auf dein Herz. Das weißt du auch. Und du darfst hier mit voller Optimismus auch rangehen. Mit Mut, mit Selbstvertrauen darfst du an die Situation rangehen. Aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt für diese Transformation, für dieses Neue. Für diesen Wandel ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, weil du das nicht mit deinem Herzen entscheidest. Du bist nicht dabei. Warum bist du da nicht mit dem Herzen dabei? Du willst das mit deinem... Die Transformation wird nur stattfinden, die Veränderung, wenn du auf deine Gefühle hören würdest und nicht so stur wärst, wenn ich mal so sagen darf jetzt, ja. Weil in der Vergangenheit bist du irgendwie ruhig gestellt. Du bist... Es geht dir nicht so gut. Die Situation, die lässt dich... ist krankmachend für dich. Die Situation ist krankmachend für dich, weil du hier nur... Ja, der König der Schwerter, kühl, berechnend, analysierend, nur mit Verstand arbeitend. Und die Situation ist so entstanden, entweder die Beziehung mit Menschen oder mit Mensch, dass du hier nicht auf deine Gefühle. Du müsstest auf dein Herz hören, weil dann würdest du die richtige Entscheidung treffen. Da wird sich die ganze Situation verändern und du würdest wie der Phönix aus der Asche hier im Mittelpunkt treten. Aber das lässt du nicht zu. Weil es kommt eine schicksalshafte Wende. Die kommt. Aber du rennst davor weg. Warum rennst du davor weg? Warum willst du das nicht? Warum willst du diese Transformation nicht? Ja, ist natürlich ein Schattenthema. Ja, meine Legungen sind größtenteils mit Schattenthemen. Weil ich halt auch Shadowwork immer wieder in Betracht ziehe. Wir sind halt nun mal Muster. Und diese Muster kommen immer wieder zum Vorschein. Aber die Muster sind halt uns nicht bewusst. Und aber da komme ich noch gleich dazu. Also diese schicksalshafte Wende die Situation könnte sich ins Positive entwickeln. Du könntest dich verändern. Aber was du übersiehst, Schatzi, du machst dir nur Sorgen. Gedanken, Kopfkino, ja, Sorgen, schlaflose Nächte, Kummer,
Warum ist das so? Warum ist die Situation so? Na Schatzi, warum wohl? Weil du hier gegen deine Gefühle handelst. Du versuchst das war bis jetzt so, das ist so und das muss so bleiben. Und darum machst du Gedanken. Du machst dir darüber Gedanken, du hast schlaflose Nächte, es geht nicht aus deinen Gedanken raus, dieses Problem oder die Situation, die anderen Menschen, die Transformation findet nicht statt, weil du es nicht zulässt. Es fehlt auch eine Spur Selbstliebe. Ja? Grenzen setzen oder sich selber fragen, sich auch selber reflektieren. Ja? Weil im Außen die andere Menschen oder das Außen sagen, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Du solltest das jetzt tun. Du solltest das beenden. Du solltest eine Entscheidung treffen. Für mich, für uns. Weil die Transformation, die Wende ist da. Sie darf eingeläutet werden. Sie darf herangerufen werden. Ja, bitte. Triff eine Entscheidung. Weil der andere Partner, die andere Partnerin, die anderen Menschen sagen hier, es ist an der Zeit, hier etwas zu ändern. Irgendwas läuft hier verkehrt. Und du hörst nicht auf dein Herz. Du reflektierst nicht. Genau, du reflektierst nicht. Deswegen hast du auch diese Schlafprobleme. Du ärgerst dich. Was läuft hier verkehrt? Du verstehst die ganze Situation nicht. Du verstehst die anderen Menschen nicht, weil hier geht es um mehrere Menschen. Ja? Es geht hier nicht nur um einen Menschen. Es geht um mehrere Menschen. Um mehrere Situationen. Ja, ja. Was solltest du jetzt tun, damit du aus diesem Schlamassel rauskommst? Damit du Einsicht hast, woran es eventuell liegen könnte, ist wirklich, dass du hier auf jemanden hörst. Das bist nicht du. Du darfst hier auf jemanden hören, der wie ein Vermittler auftritt oder Vermittlerin auftritt, der das Ganze objektiv sieht. Das bist nicht du. Denjenigen vertraust du auch oder derjenigen vertraust du auch. Sie hat quasi, ja, die Königin der Schwerter, die arbeitet mit dem Verstand. Weil du hast in der Vergangenheit das versucht, immer mit deinem Verstand zu lösen. Oder hier eine Richtung einzuschlagen. Du verwehrst es dir quasi selber. Du darfst hier auf jemanden hören. Wenn du jemandem vertraust, wenn du Probleme hast mit anderen Situationen, mit anderen Menschen, Probleme hast, dann hol dir jemanden ran. Ja, Königin der Schwerter, egal welches Geschlecht, sind halt welche, die haben mehr Wissen. Die arbeiten nur mit dem Verstand. Rechtsanwälte, Ärzte. Wenn es hier ein Krankheitsthema ist, dann wird jemand in dein Leben kommen. Das ist auch der nächste Schritt. Du darfst auf denjenigen oder diejenige hören, weil die oder der hat das Wissen dafür. Für das Problem, was du hast. Und du wirst dich nicht ändern. In der weiteren Zukunft wird es weiterhingehend dieses Schattenthema bleiben. Und dieses Schattenthema, ja, ist unterbewusst. Du klammerst dich dran fest. Du hältst dich dran fest. Du siehst das nicht ein, weil nur du hast recht. Du wirst dich weiterhin im Kreis drehen. Wenn du hier nicht reflektierst und sagst dir, wie komme ich aus der Lage hier raus? Ich vermute mal, es geht um andere Menschen. Um viele andere Menschen. Kann doch sein, dass du
dass du denkst, dass du hier verraten wirst. Du hast die Einsicht nicht. Warum nicht? Ja, weil du nicht reflektierst. Es könnte sich alles wirklich zum Positiven entwickeln. Wirklich alles. Du denkst, du wirst hier verraten. Und alle anderen wissen, wenn es andere Menschen sein sollten, dass es hier wirklich, ja, ich vermute mal auch, ja, Herzchakra. Ich vermute halt auch, dass es hier mit dem Herzen zu tun hat. Ne? Kann sein, dass du auch Erkrankung, ich bin kein Arzt, Erkrankung mit dem Herzen hast. Oder es ist Herzchakra. Höre hier wirklich auf dein Herz. Danach solltest du auch gehen, wenn es halt eine Erkrankung sein soll. Aber wie gesagt, ich bin kein Arzt, Entschuldigung. Und das wird gut werden. Das wird gut werden, wenn du auf jemanden hörst. Kann ein Arzt sein, ja? Oder es ist jemand Studierendes, Arzt oder Ärztin. Ah, du bist krank. Ja. Es kann sein, dass es hier wirklich um eine körperliche Erkrankung geht. Wird auch hinpassen. Und du bist quasi, ja, krank mit deinem Herzen, wenn es so sein sollte, oder mit dem Blutsystem, weil das ein inneres Schattenthema ist. Das ist ein Schattenthema. Das ist ein Ahnenthema, ja. Oh, jetzt lehne ich mich weit raus. Okay, nee, ich breche ab jetzt. Ich bin kein Arzt. Ja, aber es würde sich zum Positiven wenden, die Situation, wenn du auf jemanden hörst, der davon Ahnung hat. Der mehr weiß wie du, den du vertraust. Ganz wichtig, ja. Höre da auf dein Herz. Höre auf dein Herz, wirklich. Und sei da auch voller Optimismus. Nicht hängen lassen. Ja, sei in Selbstvertrauen. Und hör auf mit den Sorgen, mit den schlaflosen Nächten. Es gibt eine Lösung. Und die Lösung ist immer, die ist positiv. Die wird sich ins Positive wenden. Dein Leben wird sich ins Positive wenden. Die Situation wird sich von ganz alleine klären. Wenn du auf dein Herz hörst. Wenn du Vertrauen hast. Wenn du halt alle anderen Menschen mit offenen Armen begegnest. Ja, mit Liebe. Weil im Außen ist es gewollt. Also andere Menschen, das Außen sagt, es muss hier eine Entscheidung getroffen werden. Es soll so bitteschön sein. Sei nicht so stur. Wenn du stur bist, sei nicht so stur. Es wird sich alles zum Positiven wenden, ich schwör's dir. Aber, ja, reflektiere. Ganz wichtig. Und dann wird alles gut.